Herzlich willkommen zu unserem Video gegen die Gefahr eines nuklearen Weltkriegs und gegen die Rückkehr des deutschen Militarismus. Wir werden über die Hintergründe der rasanten Kriegsentwicklung sprechen und das Programm des internationalen Sozialismus umreißen, das einzig in der Lage ist, eine Katastrophe zu verhindern. Alle Interessierten laden wir ein, dieses Video mit uns am kommenden Dienstag, den 22. März, in einem Online-Treffen zu diskutieren. Registriert euch jetzt über den Link in der Description. Die Gefahr eines nuklearen Weltkriegs ist heute zweifellos so groß wie nie zuvor, weil alle Seiten eine extrem rücksichtslose Politik verfolgen. Der Krieg entwickelt sich immer direkter zu einem Konflikt zwischen der NATO und Russland, wobei die Ukraine nur das erste Schlachtfeld ist. Je weiter sich der Konflikt entwickelt, desto direkter mischen sich die USA und NATO in den Krieg ein. Die Putin-Regierung, die von der unaufhaltsamen NATO-Erweiterung bedroht war, hatte erwartet, dass sie Druck auf Washington ausüben könnte, um ein Sicherheitsabkommen auszuhandeln, das die immer offenere Einbindung der Ukraine in das antirussische Offensivbündnis verhindern würde. Dies hat sich als katastrophale Fehlkalkulation erwiesen. Zahlreiche Zivilisten, darunter auch Kinder, kommen ums Leben. Millionen mussten fliehen und die Zahl der Opfer unter den russischen Soldaten geht in die Tausende. Der Krieg wird von einem Regime geführt, das im Interesse einer korrupten, kapitalistischen Oligarchie regiert, deren Reichtum auf dem Diebstahl von Staatsvermögen nach der Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991 beruht. Die Tatsache, dass Putin seine Invasion mit einer Attacke auf die demokratischen und internationalistischen Grundsätze der UdSSR von 1922 rechtfertigt, zeugt vom reaktionären Charakter seines Regimes und des Kriegs selbst. Der verheerende Angriff auf die Ukraine ist daher vom Standpunkt des internationalen Sozialismus aufs Schärfste zu verurteilen. Er hat dem Imperialismus nichts Fortschrittliches entgegenzusetzen und spaltet die Arbeiter. Russland ist heute mehr denn je isoliert und die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs stürzen die Arbeiter in Russland in Armut. Dieses sozialistische Urteil hat jedoch nichts mit der verlogenen und heuchlerischen Propaganda von Politik und Medien zu tun, die sich gerade über dem Land ergießt. Die groteske Dämonisierung Putins folgt der bekannten Methode der Kriegstreiber und erklärt in Wirklichkeit gar nichts. Die ohrenbetäubende Propaganda, dass die Invasion eine völlig unprovozierte Aktion sei, soll letztlich nur verschleiern, dass dieser Krieg von den NATO-Mächten, insbesondere den USA und Deutschland, systematisch provoziert wurde. Die ukrainische Bevölkerung wird zum Bauernopfer gemacht, um die Konfrontation der NATO mit Russland voranzutreiben. Diese Konfrontation, die rasch in einen Nuklearkrieg führen kann, wird jetzt mit einer atemberaubenden Intensität eskaliert. Eine Bewegung gegen Krieg muss damit beginnen, die Ursachen der Invasion zu untersuchen und ein wissenschaftliches Verständnis des Imperialismus zu entwickeln. Bei Licht betrachtet ist der Krieg gegen die Ukraine eine reaktionäre und nationalistische Antwort auf die systematische Aggression der NATO-Mächte. Nach dem Ende der Sowjetunion brachen all die ungelösten Probleme des Kapitalismus, die bereits zu 2 Weltkriegen geführt hatten, mit Macht wieder auf. Im Februar 2016 veröffentlichte das IKVI die Erklärung Sozialismus und der Kampf gegen Krieg, in der es heißt: Die wesentliche Ursache für Militarismus und Krieg liegt in folgenden grundlegenden Widersprüchen des kapitalistischen Weltsystems. 1. Im Widerspruch zwischen der globalen Integration und Verflechtung der Wirtschaft und ihrer Aufspaltung in Nationalstaaten mit gegensätzlichen Interessen. Und 2. Im Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der globalen Produktion und ihrer Unterordnung unter das Privateigentum an den Produktionsmitteln und unter die Akkumulation privaten Profits durch die herrschende Kapitalistenklasse. Die mächtigen Konsortien der kapitalistischen Banken und Unternehmen führen mit Hilfe ihres Staats einen wirtschaftlichen und letztlich auch militärischen Kampf um die Kontrolle über Rohstoffe, Öl- und Gaspipelines, Handelsrouten und den Zugang zu billigen Arbeitskräften und Märkten, der eine unabdingbare Voraussetzung für Profite ist. Im Zentrum der Kriegstreiberei stehen die Bemühungen der USA, ihre Stellung als globale Hegemonialmacht zu behaupten. Die Auflösung der Sowjetunion 1991
betrachteten die USA als Chance, auf der ganzen Welt eine unangefochtene Vormachtstellung zu beanspruchen. Die imperialistische Propaganda feierte dies als Ende der Geschichte, als unipolaren Moment, in dem die USA aufgrund ihrer unumstößlichen Macht eine neue Weltordnung im Interesse der Wall Street errichten würden. Die Sowjetunion hatte sich über weite Gebiete des Erdballs erstreckt, von der Ostgrenze Europas bis hin zum Pazifik. Und nun waren die riesigen Gebiete Eurasiens mit einem entkräfteten Russland und den unabhängig gewordenen zentralasiatischen Staaten wieder für die kapitalistische Ausplünderung verfügbar. In China hatten die Stalinisten durch die Restauration des Kapitalismus und die Niederschlagung des Arbeiterwiderstands 1989 und die Öffnung von Freihandelszonen für transnationale Investitionen ein enormes Reservoir billiger Arbeitskräfte geschaffen. Der mittlerweile verstorbene US-Stratege und Regierungsberater Zbigniew Brzezinski fasste die amerikanischen Bestrebungen in seinem 1997 erschienenen Buch The Grand Chessboard folgendermaßen zusammen. Inwieweit die USA ihre globale Vormachtstellung geltend machen können, lautet die Kernthese seines Buches, hänge davon ab, ob Amerika dort das Aufkommen einer dominierenden gegnerischen Macht verhindern kann. Daraus folgerte Brzezinski, Eurasien ist somit das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird. Der Kampf um dieses Schachbrett ist jetzt in vollem Gange und hat schon zu schrecklichen Opfern geführt. Das Ziel besteht darin, Russland und China zu kolonialisieren und niederzuwerfen. Wenn jetzt von der offiziellen Propaganda behauptet wird, Russland habe den Krieg zurück nach Europa gebracht, sei daran erinnert, dass der erste Angriffskrieg in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unter anderem von Deutschland ausging und die Zurückdrängung russischen Einflusses auf den Balkan zum Ziel hatte. Zunächst hatte schon die völkerrechtswidrige Anerkennung Kroatiens und Sloweniens auf Treiben Deutschlands und der USA vor 30 Jahren zu einem schrecklichen Bürgerkrieg geführt, der schließlich 1999 in der barbarischen Bombardierung Serbiens durch die NATO gipfelte. Serbien wurde 78 Tage lang bombardiert, darunter Schulen, Wohnhäuser und sogar die chinesische Botschaft. Mindestens 500 Zivilisten sollen bei den unzähligen Bombenangriffen auf die Hauptstadt Belgrad getötet worden sein. Mit dem Krieg gegen Afghanistan 2001 und den Einsätzen in Pakistan sollte unter dem Deckmantel des Kriegs gegen den Terror der Einfluss des US-Imperialismus im kasspischen Raum und in Zentralasien gestärkt werden. Wie schon im ersten Irakkrieg von 1991 ging es auch beim völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von 2003 um die Kontrolle des geostrategisch wichtigen und rohstoffreichen Nahen Ostens. Außerdem sollte der russische und chinesische Einfluss in der Region zurückgedrängt werden. Allein die drei letztgenannten Kriege forderten laut Menschenrechtsorganisationen 1,3 Millionen Menschenleben. Gerechtfertigt wurde dieses Massaker an Zivilisten, wurde die schwere Folter in den US-Gefängnissen mit grotesken Lügen wie den angeblichen Massenvernichtungswaffen des Irak. Seither sind viele weitere 100.000 Zivilisten in den völkerrechtswidrigen Kriegen der NATO-Mächte in Syrien und Libyen und in zahllosen Stellvertreterkriegen umgekommen. Die territoriale Integrität Syriens wird bis heute von der NATO-Macht Türkei durch Luftangriffe auf kurdische Gebiete und die Besatzung von Landungsteilen verletzt. Während diese Kriege geführt wurden, wurde zugleich die NATO immer weiter an die russische Grenze ausgedehnt. Obwohl in den Verhandlungen zur Wiedervereinigung in Deutschland Russland zugesichert worden war, dass sich das Militärbündnis nicht östlich der Oder ausbreiten würde, wurden 1999 erst Polen, Tschechien und Ungarn, 2004 dann Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien und schließlich noch Albanien, Kroatien, Montenegro und Nordmazedonien aufgenommen. In den Ländern, die sich weigerten, der NATO beizutreten, wurden sogenannte Farbenrevolutionen organisiert, um mit massiver finanzieller und logistischer Unterstützung der NATO-Mächte ihnen wohlgesonnene Regierungen an die Macht zu bringen. Das begann 2003 mit der sogenannten Rosenrevolution in Georgien, setzte sich fort mit der Orangenen Revolution in der Ukraine 2004 und der Tulpenrevolution in Kirgisistan 2005. Gestützt auf all diese Interventionen, Kriege und Erweiterungen wurde ein breites Netz von Militärbasen geschaffen,
um Russland und China immer weiter einzukreisen. Die Ukraine spielt dabei eine absolut zentrale Rolle, wie Brzezinski in dem oben zitierten Buch schon 1997 feststellte. Ihr Abfall, schrieb er, würde Russlands geopolitische Optionen drastisch beschneiden. Selbst ohne die baltischen Staaten und Polen könnte ein Russland, das die Kontrolle über die Ukraine behielte, noch immer die Führung eines selbstbewussten Eurasischen Reichs anstreben. Deshalb war die Ukraine schon lange im Fadenkreuz der NATO. Als die pro-westliche Regierung, die aus der Orangenen Revolution hervorgegangen war, 2010 abgewählt und durch Viktor Janukowitsch ersetzt wurde, verstärkte sie den Druck auf das Land und forderte die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union. Als sich Janukowitsch im November 2013 weigerte, dieses Abkommen zu unterzeichnen, wurden Proteste dagegen genutzt, um den Maidan-Putsch zu organisieren. Westliche Kräfte unterstützten rechtsextreme Kräfte wie Swoboda und den rechten Sektor, die den Umsturz durchführten und mit ihren paramilitärischen Einheiten absicherten. Russland reagierte seinerseits mit der Annexion der Krim und der Unterstützung der Separatisten in Lugansk und Donezk. Das neue pro-westliche Regime in Kiew stützte sich in der Folge immer stärker auf rechtsextreme Kampfverbände wie das berüchtigte Asow-Bataillon, weil viele reguläre Soldaten desertierten und sich weigerten, auf die eigene Bevölkerung im Osten des Landes zu schießen. Seitdem wurde der Konflikt um die Ostgebiete von den USA und der NATO immer weiter angeheizt, um die Kontrolle über die Krim zu gewinnen und Russland weiter in die Enge zu treiben. 2017 stationierte die NATO gegen Russland gerichtete Battlegroups in den 3 baltischen Staaten und Polen. 2021 folgten inmitten der Pandemie massive Militärmanöver wie Defender 2021 und Sea Breeze, die immer offener die Form direkter Kriegsvorbereitungen gegen Russland annahmen. Besonders bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die amerikanisch-ukrainische Charta zur strategischen Partnerschaft vom 10. November 2021. Die Charta entledigt sich der üblichen vorsichtigen Sprache der Diplomatie und verwendet stattdessen die Sprache eines offensiven Militärbündnisses. Sie verspricht Russland zur Rechenschaft zu ziehen für Aggressionen und Verstöße gegen das Völkerrecht und anhaltend schädliches Verhalten. Das Dokument billigt die Militärstrategie Kiews vom März 2021, die ausdrücklich das militärische Ziel der Rückgewinnung der Krim und das von Separatisten kontrollierte Donbass proklamiert und damit de facto das Minsker Abkommen von 2015 aufgekündigt hat, das den offiziellen Rahmen für die Beilegung des Konflikts in der Ostukraine bildete. Die USA erklären in dem Dokument, dass sie die versuchte Annexion der Krim durch Russland niemals anerkennen würden und dass sie beabsichtigen, die Bemühungen der Ukraine zur Abwehr bewaffneter Aggressionen unterstützen, unter anderem mit Sanktionen und anderen relevanten Maßnahmen bis zur Wiederherstellung der vollen territorialen Integrität der Ukraine. Die Charta unterstützt zudem ausdrücklich die Bemühungen der Ukraine, ihren Status als NATO Enhanced Opportunities Partner zu maximieren, um die Interoperabilität zu fördern, das heißt ihre Integration in die militärischen Führungsstrukturen der NATO. Diesen Worten folgten Taten in Form massiver Waffenlieferungen und logistischer Unterstützung bereits lange vor dem russischen Einmarsch. Auf diese aktive Eskalation reagierte Putin mit seinem reaktionären Überfall auf die Ukraine. Der russische Präsident hat dem Kriegstreiben der NATO nichts Fortschrittliches entgegenzusetzen, sondern beruft sich auf den großrussischen Nationalismus und versucht mit Militarismus bis hin zu Atomdrohungen der NATO Zugeständnisse abzutrotzen. Doch diese hat absolut deutlich gemacht, dass sie keinen Kompromiss will, sondern den Krieg in der Ukraine auf Kosten der dortigen Bevölkerung bis zum Ende führen wird, um Russland zu unterwerfen. De facto ist die NATO schon längst Kriegspartei in diesem Konflikt. Erstens zielen die massiven Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Staaten und der europäischen Mächte darauf ab, die gesamte russische Wirtschaft lahmzulegen. Ein Kalkül der imperialistischen Mächte besteht darin, dass die Zerstörung der russischen Wirtschaft und des Rubels die Spaltung der russischen Oligarchie vertiefen und die soziale Unzufriedenheit anheizen wird, wodurch die Voraussetzungen für einen Regimewechsel und sogar den Zusammenbruch des Landes geschaffen werden. Zweitens,
liefern die NATO-Staaten moderne Waffensysteme direkt an die Ukraine. Das hat schon im letzten Jahr massiv zugenommen, erreicht in diesem Jahr aber ganz neue Dimensionen. Allein die bisher zugesagte Militärhilfe der USA und der EU beträgt mit 2,3 Milliarden Dollar 1,4% des BIP der Ukraine von 2020. Das ist der Anteil, den Deutschland 2020 für sein ganzes Militär ausgegeben hat. Und hinzu kommen weitere Waffenlieferungen, die unabhängig von diesen Töpfen organisiert werden. Drittens werden mit Unterstützung der Regierungen private Kampftruppen aus NATO-Ländern in die Ukraine entsandt, die sich zu erheblichen Teilen aus Rechtsextremisten rekrutieren. Ihnen wurde von zahlreichen Ländern Straffreiheit zugesichert. Viertens geben US-amerikanische und europäische Regierungsvertreter zunehmend aggressive Erklärungen ab, dass sie einen direkten Krieg mit Russland planen. Immer mehr NATO-Truppen werden an der russischen Grenze stationiert. Schon jetzt sind über 20.000 NATO- und US-Truppen dort stationiert. Nahezu täglich werden weitere Mobilisierungen verkündet. Fünftens gibt es eine enge, koordinierte und heftige Anti-Russland-Kampagne in Politik und Medien. Die Verteufelung Russlands und die aggressive Hetze gegen alles Russische dient dazu, einen umfassenden Krieg gegen das Land und seine Bevölkerung vorzubereiten. In Bezug auf Deutschland sind die Kriegsvorbereitungen gegen Russland besonders kriminell. Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion überfallen und einen Vernichtungskrieg geführt, in dessen Verlauf 27 Millionen Sowjetbürger ihr Leben verloren und 6 Millionen Juden industriell ermordet wurden. Trotzdem setzt die herrschende Klasse nun wieder ganz offen auf Militarismus und Krieg. Am 27. Februar verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag eine gigantische Erhöhung des deutschen Militärhaushalts. Das Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro, das er in Aussicht stellte, bedeutet zusammen mit den bisher für 2022 vorgesehenen rund 50 Milliarden eine Verdreifachung des Militärhaushalts in diesem Jahr. Und das ist erst der Anfang. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren, erklärte Scholz. Bezogen auf das BIP von 2021 bedeutet das eine weitere Steigerung um 24 Milliarden Euro in diesem Jahr. Insgesamt handelt es sich um die größte Aufrüstungsoffensive seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die Deutschland quasi über Nacht zur stärksten Militärmacht in Europa macht. Zum Vergleich: Großbritanniens Militärausgaben beliefen sich im vergangenen Jahr laut dem Internationalen Institut für strategische Studien IISS auf 61,5 Milliarden US-Dollar, die von Russland auf 60,6 Milliarden Dollar und die Frankreichs auf 55 Milliarden Dollar. In der Bundestagsdebatte rechtfertigten Scholz und andere Sprecher der Regierung und Opposition diese außenpolitische Zeitenwende mit Putins Aggression gegen die Ukraine. Das ist nichts als verlogene Propaganda. In Wirklichkeit wurde die Aufrüstung seit langem akribisch hinter dem Rücken der Bevölkerung vorbereitet. Einem Bericht des Spiegel zufolge wurde das Aufrüstungspaket bereits während der Koalitionsverhandlungen im vergangenen Oktober geschnürt. Schon vor Monaten hatten die Militärplaner und Haushälter des Ressorts eine Reihe von vertraulichen Vorlagen ausgearbeitet, die an die Unterhändler der Koalitionsverhandlungen weitergeleitet wurden, so das Nachrichtenmagazin. Auf der Einkaufsliste standen unter anderem neue Kampfflugzeuge, Panzer, Kriegsschiffe, Luftabwehrraketen, Artilleriesysteme, Kampfdrohnen und Munition für das Kriegsgerät. Tatsächlich reicht die Verschwörung der herrschenden Klasse zur Rückkehr des deutschen Militarismus schon einige Jahre zurück. Bereits 2013 arbeiteten über 50 führende Politiker aller Parteien, Journalisten, Akademiker, Militärs- und Wirtschaftsvertreter unter Federführung der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik unter dem Titel Neue Macht, neue Verantwortung eine außenpolitische Strategie aus. Sie kulminierte in der Forderung, Deutschland müsse politisch und militärisch wieder eine globale Führungsrolle spielen, weil es als Handels- und Exportnation wie kaum ein anderes Land die Nachfrage aus anderen Märkten sowie Zugang zu internationalen Handelswegen und Rohstoffen gebrauche. Gestützt auf dieses Strategiepapier verkündete der damalige Bundespräsident Joachim Gauck
und führende Vertreter der Großen Koalition auf der Münchner Sicherheitskonferenz von 2014 offiziell das Ende der militärischen Zurückhaltung Deutschlands. Der damalige Außenminister und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte: Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Deutschland muss bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch früher, entschiedener und substanzieller einzubringen. In die Praxis umgesetzt wurde die Strategie erstmals in der Ukraine. Zusammen mit den USA unterstützte Deutschland im Februar 2014 den rechten Putsch in Kiew und paktierte mit faschistischen Parteien wie Swoboda, um ein antirussisches Regime an die Macht zu bringen. Schon damals warnte die Sozialistische Gleichheitspartei vor einer Eskalation des Konflikts mit Russland. Im September 2014 verabschiedete eine Sonderkonferenz der SGP eine Resolution gegen Krieg und die Rückkehr des deutschen Militarismus, in der es heißt: Eine Clique von politischen Drahtziehern, Militärs, Journalisten mit engen Verbindungen zu den Geheimdiensten und von anderen Meinungsmachern manipuliert die Ereignisse und trifft Entscheidungen, die die ganze Menschheit in ein Blutbad zu stürzen drohen. Inzwischen ist ein atomarer Krieg mit Russland keine theoretische Hypothese mehr, sondern eine reale Gefahr. Die Resolution wies auch darauf hin, dass die Rückkehr von Militarismus und Nationalismus gerade auch in Deutschland angesichts der historischen Erfahrungen auf überwältigende Opposition stößt. 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten und 75 Jahre nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs versuche die herrschende Klasse systematisch, die Geschichte umzuschreiben, um die Verbrechen des deutschen Imperialismus reinzuwaschen und neue Kriege vorzubereiten. So hatte der damalige Humboldt-Professor und Berater der Bundesregierung, Herfried Münkler, Anfang 2014 in der Süddeutschen Zeitung erklärt: Es lässt sich kaum eine verantwortliche Politik in Europa betreiben, wenn man die Vorstellung hat, wir sind an allem schuld gewesen. Bezogen auf 1914 ist das eine Legende. Sein Kollege Jörg Barbarowski ging noch weiter und übernahm die Aufgabe, die Verbrechen der Nazis zu relativieren. Im Februar 2014 verteidigte er im Spiegel den mittlerweile verstorbenen Nazi-Apologeten Ernst Nolte und erklärte, Nolte wurde Unrecht getan, er hatte historisch recht. Als Beleg dieser Aussage erklärte er, Hitler war kein Psychopath, er war nicht grausam, er wollte nicht, dass an seinem Tisch über die Judenvernichtung geredet wird. Gleichzeitig verglich er Erschießungen in Russland 1918 und den Holocaust mit den Worten: Im Grunde war es das Gleiche, industrielle Tötung. Seit dieser konzertierten politischen und ideologischen Offensive, die einherging mit dem Aufbau der rechtsextremen AfD, wurde die Kampagne für die Rückkehr des deutschen Militarismus systematisch vorangetrieben. Der Militärhaushalt stieg bereits in den letzten Jahren von etwa 32 Milliarden Euro auf fast 50 Milliarden. Die internationalen Kriegseinsätze der Bundeswehr wurden mit den Missionen in Mali und im Nahen und Mittleren Osten massiv ausgeweitet. Und auch bei der NATO-Aufrüstung gegen Russland übernahm Deutschland mit der Führung der NATO Battle Group in Litauen seit 2017 eine führende Rolle. Gleichzeitig wurden im Verteidigungsministerium Papiere ausgearbeitet, die ganz offen erklären, dass Deutschland wieder in der Lage sein muss, große Kriege für seine wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen zu führen und dafür auch die notwendigen Fähigkeiten braucht. Ziel ist es, die Bundeswehr auf bekannte und auf neue Herausforderungen, Risiken und Bedrohungen im gesamten Aufgaben- und Intensitätsspektrum vorzubereiten, heißt es etwa in der 2018 verabschiedeten Konzeption der Bundeswehr. Sie muss über Kräfte und Mittel verfügen, die nach kurzer Vorbereitung an den Grenzen oder jenseits des Bündnisgebiets einsetzbar sind. Das schließt Fähigkeiten zur strategischen Verlegung ein. Die kollektive Verteidigung im Bündnisrahmen kann von kleineren Einsätzen bis hin zum anspruchsvollsten Einsatz im Rahmen einer sehr großen Operation innerhalb und am Rande des Bündnisgebiets reichen. Diese wahnwitzigen Aufrüstungs- und Kriegspläne werden nun umgesetzt. Nach einem ersten Zögern steht Deutschland an der Spitze der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Seit Kriegsbeginn hat die Bundesregierung bereits 2700 Boden-Luft-Raketen vom Typ Strela, 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ Stinger an Kiew geliefert. Weitere Waffenlieferungen sind geplant
und immer mehr deutsche Kampftruppen werden in Osteuropa stationiert. In den letzten Tagen wurde die 1000 Mann starke NATO Battlegroup in Litauen um weitere 350 deutsche Soldaten und 100 Fahrzeuge und Waffensysteme verstärkt. Zusätzlich schickte die Luftwaffe 6 Eurofighter nach Rumänien. 700 weitere deutsche Soldaten werden in die Slowakei verlegt. Grund für diese Rückkehr des deutschen Militarismus ist die historische Krise des Weltkapitalismus und des Systems von Nationalstaaten, auf dem es beruht. Als Trotzki 1932 die objektiven Triebkräfte untersuchte, die dem Aufstieg Hitlers zugrunde lagen, bezeichnete er Deutschland als den fortgeschrittensten Kapitalismus unter den Bedingungen der europäischen Ausweglosigkeit. Je größer die innere dynamische Kraft der Produktivkräfte Deutschlands ist, schrieb er, desto mehr wird sie durch das europäische Staatensystem erdrosselt, das dem Käfigsystem einer zusammengestrumpften Provinzmenagerie gleicht. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Rückkehr Deutschlands als hochgerüstete, aggressive Militärmacht auch heute Spannungen zwischen den europäischen Mächten und zwischen Deutschland und den USA verschärfen wird. Der Vorsitzende der internationalen Redaktion der World Socialist Website, David North, schrieb am 1. März auf Twitter, es sei daran erinnert, dass Großbritannien und Frankreich 1989 erbittert gegen die Wiedervereinigung Deutschlands waren. Obwohl sie sich nicht trauten, dies öffentlich zu sagen, fürchteten Premierministerin Thatcher und Präsident Mitterrand, dass ein wiedervereinigtes Deutschland unkontrollierbar sein würde. Auch wenn sich die Kräfte des NATO-Bündnisses derzeit gegen Russland richten, birgt es doch explosive Widersprüche in sich. Der Krieg in der Ukraine markiert den endgültigen und entscheidenden Zusammenbruch der gesamten Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Neben den geostrategischen Fragen der Neuaufteilung der Welt ist der Hauptfaktor hinter der Explosion militärischer Gewalt die extrem zugespitzte soziale Lage in allen Ländern der Welt, einschließlich Russlands. Mit der Profite-vor-Leben-Politik in der Pandemie gingen die Regierungen nahezu aller Länder der Welt bereits über Leichen, um die Gewinne der Banken und Konzerne zu schützen. Nun werden trotz der Rekordinfektionen und hohen Todeszahlen die letzten Schutzmaßnahmen beendet. Die Regierungen benutzen den Ukraine-Krieg, um von dieser schrecklichen Situation abzulenken, für die sie voll verantwortlich sind. Sie nutzen ihn auch, um die Inflation, die bereits zuvor auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten war, als putinsche Preiserhöhung darzustellen, an der allein Russland schuld sei, und versuchen so, wirtschaftliche Ängste in Hass auf einen äußeren Feind umzulenken. Doch der Krieg wird ganz im Gegenteil die sozialen Konflikte noch verschärfen und den Klassenkampf zuspitzen. In einer Erklärung zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs und der westlichen Sanktionen gegen Russland sagte der Internationale Währungsfonds vergangene Woche voraus, Preisschocks werden sich weltweit auswirken, insbesondere auf arme Haushalte, für die Lebensmittel und Brennstoffe einen größeren Anteil an den Ausgaben ausmachen. Sollte der Konflikt eskalieren, wären die wirtschaftlichen Schäden umso verheerender. Die Sanktionen gegen Russland werden auch erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte haben, die sich auch auf andere Länder auswirken werden. Und diese Entwicklung hat bereits begonnen. Die Ölpreise haben 130 US-Dollar pro Barrel erreicht. Und der Liter Benzin kostet in Deutschland längst deutlich über 2 Euro. Die Inflation betrug im Februar in Deutschland 5,1% und in der Eurozone sogar 5,8%, der höchste Wert seit der Einführung der gemeinsamen Währung. Am stärksten betroffen sind jedoch die Entwicklungsländer in Afrika und im Nahen Osten. Unterernährung und Hungersnöte in dieser Region der Welt sind eine echte Gefahr. 80% des Getreides in Ägypten werden aus Russland bezogen. Weitere wichtige Importeure von russischem Getreide sind die Türkei, Bangladesch, Nigeria und der Jemen. Die Opposition gegen diese Politik ist enorm. Insbesondere ein Krieg gegen Russland wird von der großen Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung rigoros abgelehnt. Zu tief sind die Schrecken zweier Weltkriege, des Holocaust und des Vernichtungskriegs im Osten im Bewusstsein verankert. Doch diese Ablehnung der Aufrüstung und der NATO-Aggression findet im offiziellen Politikbetrieb keinen Ausdruck, weil alle kapitalistischen Parteien die Kriegspolitik unterstützen und vorantreiben. Die Grünen, die einst gegen die Stationierung von Atomraketen auf die Straße gegangen sind, sind heute eine treibende Kraft
des deutschen Militarismus geworden. Als sie 1998 erstmals der Bundesregierung beitraten, organisierten die Grünen mit der Bombardierung Jugoslawiens den ersten deutschen Kriegseinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg. Mit ihrer zweiten Regierungsbeteiligung sind die Grünen endgültig zum Gesicht des deutschen Militarismus geworden. Hatte sich die erste Parteisprecherin Petra Kelly noch mit Blumen im Haar ablichten lassen, tritt Außenministerin Annalena Baerbock jetzt mit Stahlhelm vor die Kameras. Nachdem die Grünen schon 2014 eine zentrale Rolle dabei gespielt hatten, den Konflikt mit Russland anzuheizen, sabotierte Baerbock in den letzten Wochen bewusst diplomatische Lösungen und forderte einen harten Kurs. Die Aufrüstung über 100 Milliarden Euro hatten die Grünen schon im Oktober mit FDP und SPD ausgearbeitet und nur auf den richtigen Moment gewartet, ihn zu präsentieren. Eine besonders üble Rolle spielt die Linkspartei, die ihre Unterstützung für den Kriegskurs mit Bildern von Friedenstauben spickt. Inhaltlich hat sich die Linksfraktion im Bundestag voll hinter die Regierung gestellt und Hilfen für die Ukraine sowie Sanktionen gegen Russland gefordert. Teile der Fraktion, wie der außenpolitische Sprecher und langjährige Vorsitzende Gregor Gysi, unterstützten sogar die Waffenlieferungen und die Rüstungsprogramme der Bundesregierung. Mit dem Ukraine-Krieg sei alles, was er Kritisches zur NATO gesagt habe, Makulatur geworden, erklärte Gysi. Der Kotau der Linkspartei vor der NATO kommt nicht überraschend. Die Linke hat die Rückkehr des deutschen Militarismus von Anfang an unterstützt. So hat Stefan Liebig, Gysis Vorgänger als außenpolitischer Sprecher der Fraktion, die SWP-Studie Neue Macht, neue Verantwortung mit ausgearbeitet. Seitdem stellte sie sich immer wieder hinter die aggressive Großmachtpolitik der Großen Koalition. Im letzten Bundestagswahlkampf, in dem sie auf eine Regierungsbeteiligung mit SPD und Grünen schielte, ließ die Linkspartei dann alle Hüllen fallen. So erklärte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch, dass die Linkspartei in der Regierung die Auslandseinsätze der Bundeswehr und die Mitgliedschaft in der NATO unterstützen würde. Nun ist die Partei auch ohne formelle Regierungsbeteiligung voll in die Kriegspolitik integriert. Auch die Gewerkschaften, die längst keine Arbeiterorganisationen mehr sind, sondern die Interessen der Chefetagen vertreten, haben in den Kriegschor eingestimmt. 2 Tage nach der Kriegsrede des Kanzlers gaben die IG Metall und der Bundesverband der deutschen Industrie eine gemeinsame Erklärung heraus, in der es heißt: Die Spitzenvertreter des Bundesverbands der deutschen Industrie und der Industriegewerkschaft Metall, die auch Mitbegründer des Bündnisses Zukunft der Industrie sind, unterstützen mit Nachdruck die von der Bundesregierung, der Europäischen Union und den westlichen Bündnispartnern verhängten Sanktionsmaßnahmen gegen Russland. Die IG Metall unterstützt nicht nur die Kriegshysterie gegen Russland. Sie erklärt sich auch bereit, die verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Sanktionspolitik, explodierende Sprit- und Energiepreise, hohe Inflation, Entlassungen, Kurzarbeit und Lohneinbußen auf ihre Mitglieder abzuwälzen und jeden Widerstand dagegen zu ersticken. Die gemeinsame Front all dieser ehemaligen Teile der Friedensbewegung verdeutlicht, dass der Kampf gegen Krieg nur unabhängig von diesen kapitalistischen Organisationen geführt werden kann. Eine neue Bewegung gegen Krieg muss antikapitalistisch und sozialistisch sein, denn man kann nicht ernsthaft gegen Krieg kämpfen, ohne gegen Diktatur des Finanzkapitals und das Wirtschaftssystem zu kämpfen, das die Ursache für Militarismus und Krieg bildet. Vor allem muss die neue Antikriegsbewegung international sein und dem Imperialismus in einem vereinten globalen Kampf die enorme Kraft der Arbeiterklasse entgegenstellen. Das Prinzip, den Nationalstaat abzulehnen, ist dabei von zentraler Bedeutung. Schon in unserer ersten Erklärung zum Ukraine-Krieg vom 25. Februar zitierten wir den großen Revolutionär Leo Trotzki mit den Worten: Die Verteidigung des Nationalstaats ist, vor allem im balkanisierten Europa, der Heimat des Nationalstaats, in jedem Fall ein reaktionäres Unterfangen. Der Nationalstaat ist mit seinen Grenzen und Pässen, seinem Geldsystem, seinen Zollämtern und den Armeen zur Verteidigung der Zollämter zu einem ungeheuren Hindernis auf dem Weg der wirtschaftlichen und kulturellen Weiterentwicklung der Menschheit geworden. Aufgabe des Proletariats ist nicht die Verteidigung des Nationalstaats, sondern dessen vollständige und endgültige Beseitigung. Und Trotzki fügte hinzu:
sich im Krieg nicht an den Nationalstaat zu binden, nicht der Logik des Krieges zu folgen, sondern sich von den Prinzipien des Klassenkampfs leiten zu lassen, das vermag nur eine Partei, die dem Nationalstaat bereits in Friedenszeiten kompromisslos den Krieg erklärt hat. Den Prinzipien des Klassenkampfs zu folgen bedeutet, den Widerstand gegen den Imperialismus im Kampf zur Verteidigung der internationalen Arbeiterklasse zu verankern, gegen Ausbeutung, Ungleichheit und das kapitalistische System. Die SGP fordert die sofortige Beendigung des Krieges. Während wir die Invasion in die Ukraine ablehnen, prangern wir die Politik des amerikanischen, europäischen und deutschen Imperialismus an, der den Kriegskurs gegen Russland intensiviert und die Welt in den Abgrund zu stürzen droht. Der Krieg hat seine eigene Logik. Russland mag die Reaktion der NATO auf die Invasion unterschätzt haben und die NATO mag die Reaktion Russlands auf ihre Provokation unterschätzt haben. Aber die Arbeiterklasse darf die Gefahr nicht unterschätzen, dass sich die Krise zu einem Weltkrieg mit Einsatz von Atomwaffen ausweiten kann. Wir rufen alle Arbeiter und Jugendlichen auf, die den Kampf gegen Krieg aufnehmen wollen, noch heute mit uns Kontakt aufzunehmen. Kommt am Dienstag, den 22. März, zu unserer Online-Diskussion über dieses Video und registriert euch als aktiver Unterstützer. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Eine Katastrophe kann nur durch eine internationale Bewegung gegen den Kapitalismus verhindert werden. Werdet deshalb Mitglied der SGP und beteiligt euch am Aufbau der 4. Internationale als Weltpartei der sozialistischen Revolution.